Ich glaube, dass Handwerk die Wurzel für jede gute Gestaltung ist. Wenn ich die Vorgänge nicht kenne oder die Materialien nicht kenne, wenn ich die Fertigung nicht kenne, wie kann ich dann sicherstellen, dass ich auch tatsächlich das Endprodukt verstehe? Meinen eigenen Stil würde ich so beschreiben, dass viel aus dem Material heraus passiert. Ich bin fasziniert davon, wie verschiedene Materialien einfach dann ihre eigene Form und ihre eigene Verarbeitung auch einfordern. Bei der Arbeit für andere Labels interessiert mich eigentlich so der Gedanke, sich in diese Welt reinzudenken und auch dann die eigenen Grenzen zu verschieben. Das erste richtige Jobangebot war bei Joop in Bielefeld und dieser Kontakt kam auch tatsächlich über jemanden an der Hochschule Pforzheim zustande. Das Ganze ging aber gar nicht lang und dann kam das Jobangebot und das war mein absolutes Traumlabel damals, Maison Martin Margiela in Paris. Als ich bei Margiela angefangen habe, war das eine Position als Designerin für die Linien 1 und 4 und ich war dort in einem Team mit 4 Leuten drin. Als John Galliano ankam, war das gerade zu Saisonende und ich war zu der Zeit schon im Gespräch über Headhunter für ein anderes Haus in Paris und fand auch, dass dann nach 3 Jahren das irgendwie so ein guter Abschluss wäre. Die nächste Station nach Margiela war dann Balenciaga. Dort hatte ich zunächst 2 Monate unter dem Chefdesigner Alexander Wang gearbeitet und dann gemeinsam mit einem ehemaligen Kollegen von Margiela, Demna Gvasalia, dann so auch mit dem Wechsel dort in der Designsprache mitgestaltet. Es war dann irgendwie so zufällig ein Jobangebot von einem Label in München da und ich hatte mich dann entschieden, okay, jetzt nach 8 Jahren gebe ich mal ein bisschen dem Privatleben den Vorzug und habe mich entschieden, nach München zu ziehen, bei Set anzufangen. Ich habe bei Set 2016 angefangen und bin dann 3 Jahre dort geblieben, bis dann eben ein anderes Angebot kam, was eigentlich auch so eine Herzenssache war. Das Angebot von Marco Polo war dann eben die Linie Pure zu übernehmen, die komplett in Europa gefertigt wurde. Natürlich minimalistisch, zeitlos sein sollte, hohe Qualität und das war eine tolle Herausforderung, die ich dann gerne angenommen habe. Bei Marco Polo war es dann so, ich bin nicht unbedingt eine typische Casual-Designerin oder Sportswear-Designerin, aber die Linie Pure war eben aus dem Material heraus begründet. Also der Claim war tatsächlich "It all starts with the material" und das ist mein absolutes Design-Credo und Design-Motto. Ja, Pure war leider ein gar nicht so langer Abschnitt dann in meinem Leben. Da kam dann wirklich die Pandemie dazwischen und das Unternehmen musste sich leider auf das Kerngeschäft fokussieren. Das war wahnsinnig schade für uns alle, aber gleichzeitig konnten wir auch etwas realisieren, was eigentlich auch schon länger im Raum stand, nämlich eine neue Division zu gründen, die sich Sustainable Materials and Innovation nennt. In dieser Division geht es vor allem darum, Nachhaltigkeit und Innovation eben aus neuen Materialien, Fasern oder Verfahren in das Unternehmen zu bringen und dadurch eben auch neue Richtung und neue Grenzen auch für Nachhaltigkeit für uns zu definieren. Ich bin Vollblut-Designerin, ich liebe Gestaltung, ich begreife mich als Gestalterin. Ich habe das für mich aktuell so gelöst, dass ich mir im privaten Bereich einfach mein kleines Paradies geschaffen habe und auch noch mal eine Ausbildung angefangen habe. Ich habe eine Anzeige gesehen für eine Ausbildung zur Handweberin in Südtirol an eine Schule, die so richtig altes Handwerk lernt, vorindustrielles. Ich habe mich dort beworben, bin angenommen worden und mache dort jetzt seit 3 Jahren eine Ausbildung zur Handweberin, Handspinnerin und Pflanzenfärberin. Als Modedesignerin arbeite ich ja mit den Stoffen von anderen. Also ich nehme etwas in Empfang, was schon vorgestaltet ist für mich und reagiere darauf. Jetzt habe ich die Möglichkeit, von der Faser über die Verarbeitung des Garnes bis hin ins Gewebe alles selber zu machen und jeden Schritt zu begleiten. Ich glaube, die beiden größten Themen, an denen man in der Mode nicht mehr vorbeikommt, sind tatsächlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und einerseits ist das eine Herausforderung und auch ein ziemlicher Druck, auch ein moralischer irgendwo.
Auf der anderen Seite sind es ja auch immer Gelegenheiten oder Opportunities, sind ja Chancen. Gerade was Digitalisierung angeht, das geht ja mit einer neuen Ästhetik einher. Und ich glaube, das als Studentin jetzt nochmal mitgestalten zu können, in einem freien Raum, wo man sich vollkommen entfalten kann, das würde mir ja auch nochmal Spaß machen. Also wenn ich jetzt sozusagen mich treffen würde, vor 15 Jahren, wo ich angefangen habe, Mode zu studieren und mir selber einen Ratschlag geben könnte, würde ich wahrscheinlich sagen, sei viel, viel rotziger. Mach viel mehr dein Ding, guck noch viel weniger drauf, was andere machen. Sei noch 10-mal neugieriger und geh in alles rein. Guck dir alles an, mach alles mit, engagier dich, wo du kannst. Das Aussieben und das, was passiert, ergibt sich dann von selber. Man muss alles mitnehmen, was nur irgendwie geht. Und sozusagen diese Reichtümer sammeln. Das sind alles Chancen und Erfahrungen und irgendwann kommt der Moment, wo man froh ist, etwas gemacht zu haben.